Hallo und willkommen. Heute möchte ich erklären, wie wir saubere Profilaufnahmen auf Ausgrabungen auch unter schwierigen Umständen machen können. Besonders hilfreich ist diese Technik bei engen Gruben, störenden Leitungen oder wenn der Zeitdruck zu hoch ist. Wir erstellen heute ein 3D-Hilfsmodell auf Basis von Grabungsfotos mit IGsoft Metashape und rendern eine verzerrungsfreie Senkrechtaufnahme von jedem erhaltenen Profil. Zuerst laden wir die aufgenommenen Fotos in IGsoft Metashape und benennen das Projekt um. Im Fotos-Register können die Bilder noch einmal angesehen und überprüft werden. Je nach Größe und Dateiformat kann das Laden der Vorschaubilder etwas dauern. Um die 3D-Szene zu rekonstruieren, werden die Fotos aneinander ausgerichtet und die Kameraposition berechnet. Dazu öffnen wir Workflow und wählen Align-Fotos. Die Standardeinstellungen sind hierfür in Ordnung. Nach der Kalkulation sehen wir eine einfache Punktwolke unseres Schnittes und können die Kamerapositionen ein- und ausblenden. Jetzt müssen wir ein Oberflächenmodell erstellen. Dafür wählen wir Workflow, anschließend Build Model. Auch hier reichen die Standardeinstellungen. Das Programm berechnet nun für jede Bilddatei eine Tiefenkarte und verwendet diese, um ein hochaufgelöstes Modell zu erzeugen. Je nach gewählter Qualität und Hardware kann dies wenige Minuten bis zu Stunden dauern. Grundsätzlich reicht für unsere Zwecke Medium bis High als Qualität aus. Nun haben wir das Gröbste geschafft. Unser Schnitt ist inzwischen ein farbiges 3D-Modell und wir können anfangen, die Daten zu bearbeiten. Untersuchen Sie das Modell auf Fehlberechnungen oder unerwünschte Fragmente. In unserem Fall hat die Rekonstruktion sauber geklappt. Wir haben neben den archäologischen Schichten auch die Schnittgrenzen, Leitungen und auch eine vergessene Schaufel in 3D digitalisiert. Um die weiteren Schritte zu beschleunigen und Ressourcen zu sparen, schneiden wir das 3D-Modell zurecht. Gehen Sie dazu in den orthografischen Ansichtsmodus mit Hilfe der Taste 5 auf dem Nummernblock und richten Sie das Modell aus. Die bisherigen Farben des Modells bestehen aus Mittelwerten, die aus den Tiefenkarten gewonnen werden. Je höher die Polygonzahl des Modells, umso besser lassen sich Strukturen erkennen. Wählen Sie jetzt die Lasso-Auswahl und den von Ihnen bevorzugten Ansichtsmodus aus. Markieren Sie die unerwünschten Flächen und entfernen Sie diese. Für unsere Zwecke eignet sich ein texturiertes Modell aber besser. Das 3D-Modell ist nun bereit für seine Textur. Wählen Sie Workflow und Build Texture, um eine Textur zu erzeugen. Auch hier reichen uns wieder die Standardeinstellungen. Nach der Berechnung können Sie die Textur im Ansichtsmodus Model-Textur aktivieren und das fertige Modell betrachten. Wie Sie sehen, ist die komplette Färbung des Modells viel naturalistischer und auch feine Details kommen zur Geltung. Vor allem lassen sich die noch erhaltenen Laufhorizonte und Verbraunung im Profil unter den Störungen gut erkennen. Das ist zwar schon hervorragend, aber immer noch stören die Leitungen und Grubenwände unseren senkrechten Blick auf die Profile. Für die perfekte Aufnahme müssen wir nun unser Projekt vervielfältigen und zerlegen. Wählen Sie dazu mit Rechtsklick im Workspace Duplizieren und benennen Sie die Kopie um. Normalerweise würde ich hier die Befund- und Profilnummer eingeben, um die Daten konsistent zu halten. Zum Üben reicht hier aber ein einfaches Umbenennen in Profil 1. Wählen Sie wieder das Lasso-Tool und markieren Sie das gewünschte Profil möglichst dicht an der Profilkante. Anschließend klicken Sie auf den Zuschneiden-Button, um alles nicht Ausgewählte zu entfernen. Da die Struktur des Modells im texturierten Modus schwierig zu erkennen ist, wechsle ich für das Zuschneiden gern auf die Modell-Solid-Ansicht. Entfernen Sie nun auch weitere schwebende und überflüssige Elemente. Endlich können wir die Rohre und Spatenstiele entfernen. Das jetzt isolierte Profil können Sie nun gut im orthografischen Modus untersuchen. Natürlich gibt es unter den tief liegenden Rohren eine kleine Texturstörung. Mit dieser müssen wir jedoch leben, da ich meine Kamera nicht in den Sand drücken wollte, um von dieser Stelle mehr Aufnahmen zu machen.
Um die anderen beiden erhaltenen Profile ebenfalls zu dokumentieren, wiederholen wir die letzten Arbeitsschritte einfach. Wir duplizieren wieder das Hauptmodell, benennen es im Profil 2 und schneiden es zu. Die Textur ist eine Bilddatei, die auf die Oberfläche projiziert wird und aus Stücken der Originalfotos besteht. Sie gibt den 3D-Daten ihre realistischen Farben wieder. Um schwierige Objekte zu entfernen, wie diese alte Wasserleitung, können Sie zwischen der orthogonalen und perspektivischen Ansicht wechseln. Benutzen Sie dafür die Taste 5 auf dem Nummernblock. Und nun nur noch ein letztes Mal kopieren, in Profil 3 umbenennen und zuschneiden. Die Modelle sind nun fertig und wir können unsere virtuellen Fotos erstellen. Achten Sie darauf, dass sie im orthografischen Modus sind und richten Sie die Kamera auf Ihre gewünschte Perspektive aus. Im texturierten Ansichtsmodus wählen Sie jetzt View und anschließend Capture View aus. Sie können die Auflösung von Hand auf die gewünschte Höhe umstellen. Ich habe mich für 4x306 x 2060 entschieden, da dies in etwa einem normalen Digitalfoto entspricht. Wenn der Hintergrund des Modells transparent sein soll, wählen Sie dies aus und beachten Sie, dass Sie im Output ein Dateiformat wählen, das diese Transparenzen unterstützt. Um Speicherplatz zu sparen, verwende ich gern das PNG-Format anstelle von TIFF-Bildern. Auch diesen Arbeitsschritt wiederholen wir für die beiden fehlenden Profile. Und das war's. Aus diesem schwierigen kleinen Hausanschluss konnten wir saubere Aufnahmen der noch erhaltenen Laufhorizonte erstellen. Dafür mussten wir 10 zusätzliche Minuten auf der Ausgrabung investieren, um die Bilder aufzunehmen und weitere 15 Minuten, um virtuelle Profilfotos am PC zu errechnen. Ich hoffe, diese Anleitung konnte Ihnen ein wenig weiterhelfen und einen kleinen Einstieg in 3D-Scans auf Ausgrabungen geben.